Moin moin Leute, heute zeige ich euch, wie man ein Skillsystem macht bei dem RPG Maker MV und wie man Fähigkeiten von den Gegnern lernen kann. Dann fangen wir mal an. Gehen einmal auf die Zustände. Wir benötigen zwei Zustände. Einmal den Beobachtenzustand und dann den Beobachtungszustand. Dieser soll jeweils nach dem Kampf beendet werden. Und dann benötigen wir noch Fähigkeiten. Einmal das Beobachten selber, wo der Benutzer als Ziel gewählt wird, der Zustand Beobachten zu 100% hinzugefügt wird und das Event Beobachtung ausgelöst wird. Und dann noch die Fähigkeit des Monsters, das wäre hier unten, die das gewöhnliche Event Funke auslöst und natürlich auch selber Effekte hat, zum Beispiel Schaden verursacht und ähnliches. Und zum Schluss nochmal die Fähigkeit Funke selber, die man später dann erlernt hat. Die soll das Event von der Monsterfähigkeit nicht auslösen. Deswegen haben wir nochmal separat die Fähigkeit für die Spieler erstellt. Und für jede Fähigkeit, die ihr erlernen wollt, müsst ihr halt diese Events erstellen und eine neue Fähigkeit anlegen. Und ihr müsst halt die Variablen für jedes Event nochmal erstellen. Denn ihr könnt nicht dieselbe Variable vom Event, wo ihr sie benutzt habt, wieder benutzen, weil ihr sonst die alte Fähigkeit verändert. Dann haben wir noch zwei Skill-Typen. Hier einmal die Monsterfähigkeit und die Beobachtungsfähigkeit. Und die benötigt ihr bei euren Charakteren. Hier oben rechts könnt ihr sehen, bei den Eigenschaften. Einmal den Skilltyp Monsterfähigkeit und die Beobachtungsfähigkeit, sodass ihr die Gegner beobachten könnt. Und dann unter Monsterfähigkeiten findet ihr dann die Fähigkeiten, die ihr erlernt habt. So. Dann geht es weiter mit den Charakteren. Wie ihr hier sehen könnt, braucht ihr die Skilltypen und die Fähigkeit Beobachten sollte zu Beginn schon da sein. Oder ihr macht es so, dass die Fähigkeit nur bei bestimmten Charakteren zur Verfügung steht. Oder sie durch ein bestimmtes Event erlernt. So. Dann kommen wir zu den Monstern. Haben wir einfach mal einen Slime genommen. Der setzt halt die Fähigkeit Funke ein, die wir vorher erstellt haben, als Monsterfähigkeit. Hier. Die das Event auslöst, sodass das Monster immer diese Version von Funke einsetzt, die das Event auslöst. Und dann haben wir da einen Trupp erstellt, sodass man ausprobieren kann, ob die Fähigkeit funktioniert oder nicht und das Event korrekt erstellt ist. So. Und deswegen wurde auch hier zum Test bei dem Gegner die Funke-Fähigkeit auf immer eingesetzt, also dass sie immer aktiviert wird bei jedem Angriff, um das so schnell wie möglich zu probieren. Den Zufallsfaktor kann man später noch immer ändern, dass man die Monster beispielsweise nur mit einer Chance 1 zu 100 oder so ist die Fähigkeit einsetzen. Aber das hängt halt vom Spieler selber ab, ob er das haben möchte oder nicht. So, dann kommen wir zu den Events oder auch gewöhnliche Ereignisse. Und da beginnen wir mit dem Beobachtungsevent. Da starten wir am Anfang mit einer bedingten Verzweigung. Hier ist wichtig, dass ihr auch eine Else-Verzweigung erstellt. Also wenn das nicht eintrifft, dass das Else einsetzt. So haben wir dann hier einmal, wenn T1, das ist halt unser erster Spieler, von Beobachten beeinflusst ist, dann werden alle Gegner in den Zustand Beobachtung versetzt.
Und wenn das halt nicht zutrifft, dann geht es weiter zum zweiten Spieler. Da wird dann überprüft, ob er unter Beobachten ist. Und dann werden die Gegner in den Beobachtungszustand eingesetzt und so weiter und so fort. Das müsst ihr halt machen, je nachdem wie viele Spieler ihr habt, die diese Fähigkeit beherrschen sollen. Und wenn ihr beispielsweise nur einen Spieler habt, dann müsst ihr keine weitere Else-Verzweigung einbauen. Und für jeden weiteren Spieler, den ihr haben wollt, muss halt wieder eine neue bedingte Verzweigung mit Else-Zweig hinzugefügt werden. Und wenn das halt nicht eintrifft bei der letzten Verzweigung, dann baut ihr einfach ein Ereignisbearbeitung beenden Event ein. Das findet ihr genau hier. So, dann kommen wir zu dem wichtigsten Teil des Ganzen. Da haben wir dann das Funky-Event. Ihr müsst halt für jede Fähigkeit, die ihr erlernen wollt, ein weiteres Event erstellen. Das Beobachtungsevent ist einmalig, das müsst ihr nicht verdoppeln, das ist nur, um zu erkennen, ob jemand in dem Zustand ist oder nicht. Und ja, hier haben wir dann das Funky-Event. Am besten ist es, wenn ihr die Events durchnummeriert. Ich habe hier beispielsweise 001 genommen, weil es die erste Fähigkeit ist, die man erlernen kann. Und dann habe ich hinter dem Namen der Fähigkeit noch den Spieler geschrieben, was hier nicht mehr nötig ist, weil ich das für alle meine Spieler übernommen habe. So. Und was noch wichtig ist, dass ihr auch eure Variablen kenntlich macht und denen eindeutige Namen gebt, zuweist, damit ihr alles auch wiederfindet und Variablen nicht doppelt nutzt für irgendwelche anderen Events, wenn ihr da keine eindeutigen Namen benutzt. Und wie viele Verzweigungen ihr habt, ist halt abhängig von wie viele Spielern ihr ausgeht, die ihr am Ende des Spiels haben wollt. Oder abhängig davon, wie viele Spieler diese Fähigkeit besitzen sollen. So, dann fangen wir hier mal an. Hier haben wir zuerst wieder eine Verzweigung, die dann zeigt, wenn die Variable auf 10 ist, also das ist halt die erste Fähigkeit und alle sollen sie erlernt haben. Und wenn die auf 10 ist, dann wird das Event abgebrochen und ja, das spart halt Arbeitsspeicher, sodass das Event nicht wieder durchgegangen werden muss, wenn wirklich alle Charaktere diese Fähigkeit schon erlernt haben. Und sonst, wenn das nicht zutrifft, das ist halt die Überverzweigung, die über alles steht und am Anfang immer überprüft wird. Und wenn das halt nicht zutrifft und noch nicht alle Spieler die Fähigkeit erlernt haben, dann kommen wir zur Else-Verzweigung. Da wird dann die Variable für die erste Fähigkeit Funke auf 0 gesetzt. Das ist die Variable, mit der bestimmt wird, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Fähigkeit erlernt werden kann. Wenn sie einen bestimmten Wert hat, dann wird sie erlernt. Und das soll halt am Anfang des Prozesses immer stehen, weil die Variable halt einmalig ist und nicht für jeden Charakter nochmal vervielfältigt werden muss. So, dann kommen wir zum ersten Charakter. Wenn wenn die Variable Fähigkeit 1 erlernt vom Spieler 1, P1, Player 1, auf 1 ist, also schon erlernt, dann geht er zu dem Label hier, so hier, Label 001 Funke, Spieler 2. Und wenn er sie noch nicht erlernt hat, dann geht er hier und überprüft, ob der Spieler 1 unter Beobachten steht und danach überprüft er, ob die Gegner unter Beobachtung stehen. Wenn das zutrifft, dann wird hier die Variable abgefragt, beziehungsweise sie wird nicht abgefragt, sondern auf einen zufälligen Wert von 1 bis 100 gesetzt. Das ist unsere Funkenvariable. Und dann passiert das hier. Hier wird dann überprüft, wenn die Variable Funke, die wir hier vorher schon beschrieben haben, kleiner oder gleich 5 ist, dann wird dieser Teil des Events durchgeführt. Das heißt, einer 5%igen Chance, weil wir ja einen Wert von 1 bis 100 bekommen können, wird die Fähigkeit erlernt. Und dann wird hier einmal
eine Textnachricht ausgegeben, sobald es erlernt ist. Das hier ist das Kürzel für den Spielernamen des ersten Spielers und dann hat Funke erlernt. Das müsst ihr natürlich auf die Fähigkeit anpassen, die ihr erlernen wollt. Ihr könnt halt nicht bei jeder Fähigkeit Funke stehen haben. Wäre irgendwie absurd. Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Hier wird dann die Variable für den einzelnen Spieler, für den Spieler 1 auf 1 gesetzt, sodass später, wenn dann nochmal die Fähigkeit erlernt werden sollte, beziehungsweise das Event auslöst, hier übersprungen wird und zum nächsten Schritt geleitet wird, sodass der Prozessor halt nicht so beansprucht wird. Und dann haben wir hier nochmal die Erhöhung der Variable Funke 1 für alle um 1, sodass wir später, wenn wir mit allen Charakteren die Fähigkeit erlernt haben, hier das Event komplett überspringen. Da wir ja 10 Spieler haben, wird sie bei jedem Charakter, der es einmal erlernt hat, um 1 erhöht. Und dann kommen wir irgendwann auf den Wert 10, sodass das Event immer abgeschlossen ist und nicht unnötig Leistung frisst. Und dann beenden wir das Event. Dann zeigen wir nochmal die Variablen, die wir halt zur Verfügung haben. Einmal hier für jeden Charakter die einzelne Variable, die wir benötigen, um das Erlernte des Charakters zu zeigen. Und dann einmal die Variable für das Erlernen von allen, sodass alle die Fähigkeit erlernt haben und das Event übersprungen wird. Und es ist wirklich hilfreich, wenn ihr das Ganze kennzeichnet, hier unten immer mit einem absoluten Namen, sodass ihr die auch wiederfindet und zuordnen könnt. Und ja. Dann geht es hier weiter, dann zeigen wir nochmal den zweiten Schritt. Wenn das hier halt zugetroffen ist, zutrifft, beziehungsweise das Ganze nicht zutrifft, dann gehen wir zu diesem Schritt hier und hier wird dann entweder zum Label gesprungen, wie wir das hier angegeben haben, wenn es schon erlernt ist, oder es wird halt der Prozess hier gestartet, dass Spieler 2 das schon gelernt hat und dann wird halt zum nächsten Charakter gesprungen, hier mit dem Label markiert. Und sonst geht der Prozess wieder genau gleich los wie beim anderen Charakter. Wenn das zutrifft, dann wenn das schon erlernt ist, dann springt er wieder zum nächsten. Und wenn nicht, dann wird halt wieder geprüft, ob die Charaktere unter Beobachtung stehen, beziehungsweise die Monster. Und dann wird das Ganze wieder durchgeführt, je nachdem wie viele Charaktere man hat. Und ja, soweit sollte man das dann erweitern. Und das Event könnt ihr generell öfters kopieren, sodass ihr dann für jede Fähigkeit das einmal macht. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr jeweils eure Variablen ändert und die passenden Texte. Und nochmal als Hinweis, achtet darauf, dass ihr Namen habt, die ihr selbst auch wieder identifizieren könnt, um die Übersicht zu behalten. Das war's schon. Viel Spaß euch noch und hoffentlich bringt es euch was. Ich zeige es jetzt noch mal kurz. Ich setze kurz die Variable ein und das wäre, damit das leichter klappt, setzen wir den Wert auf kleiner gleich 100. Hier mit dem Zeichen, sodass jeder Wert von 1 bis 100 zutrifft. Und dann machen wir das so, dass wir auf den Trupp gehen. Und den Kampf testen. So. Einmal beobachten. Nochmal beobachten. So. Die beiden beobachten jetzt. Und müssten jetzt, sobald sie die Fähigkeit einsetzen, die Gegner, die Fähigkeit erlernen. Ja. Spiel 1 hat das erlernt. Und jetzt nochmal.
beachten. Und das war's. Viel Spaß euch damit. Bis dann. So. Warum das jetzt bei dem einen Charakter natürlich nicht geklappt hat, hat man daran gesehen, dass hier im Ereignis natürlich nur beim ersten Charakter die Chance bei 100% liegt, bei einem Wert von 1 bis 100. Und beim letzten Charakter sieht man, dass hier der Wert nur zutrifft, wenn es unter 5% ist, also von 1 bis 5. Und wenn die Variable natürlich auf 6 oder auf 80 oder sowas gefallen ist, dann hat der Charakter die Fähigkeit natürlich nicht erlernt. Deswegen hat das nur sofort beim ersten Charakter geklappt, wo wir die Chance auf 100% gesetzt haben. So, und das war es jetzt aber wirklich und ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und vergisst mich nicht in euren Kommentaren bzw. in euren Credits zu erwähnen, wenn ihr das Ganze in eurem Spiel nutzen wollt. Viel Spaß euch noch und bis dann. Das war's.